Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal gibt es ein kurzes Update vom Iveco Turbostar. Das ist ein Mock vom Old Only. Mock, für alle, die es noch nicht wissen, bedeutet My Own Creation, also meine eigene Kreation. Das bedeutet, dass es Leute gibt, die mit Klemmbausteinen verschiedenste Modelle kreieren. In diesem Fall ist es ein Iveco Turbostar. Es gibt auch Gebäude, es gibt andere Fahrzeuge, also alles Mögliche, was man sich nur im Kopf oder im Geiste sich vorstellen kann, bauen die Mocker oder kreieren die Mocker zusammen. Und in diesem Fall, wie gesagt, ist es ein Iveco Turbostar. Der Mock heißt 107350 190-42, also ich bin nach wie vor noch begeistert von den Namen, echt cool. Vertrieben wird das Ganze von LESD. Für all diejenigen, die schon mal auf der LESD-Seite unterwegs waren, auf der Homepage unterwegs waren, es hat sich da einiges getan. LESD hat sich ja entschieden, ausschließlich nur mehr solche Mocks zu vertreiben. Sie sind komplett weggegangen von den herkömmlichen Klemmbausteinsets. Finde, das macht sie einzigartig in diesem Segment. Und schaut mal da ruhig vorbei. Ich bin sicher, das eine oder andere wird euch dabei begeistern. Aber zurück zum Set. Es geht darum, dass in der Aufbaudilogie, die ich vor kurzem reingestellt habe hier auf YouTube, war es ja so, dass ein paar Teile gefehlt haben, ein paar Teile waren falsch dabei und jetzt hat LESD mir Post zugesandt, hier in diesem kleinen Päckchen haben sie diese Teile, die mir gefehlt haben oder die falsch drinnen waren. Ihr könnt gerne nochmal das Video ansehen dazu, was hier nicht funktioniert hat oder falsch war, hat nachgeliefert. Hauptsächlich ging es ja um diese kleinen ein Viertel Pins, glaube ich, so heißen die Dinger. Und da sind, so viel ich auch in Erinnerung habe, glaube ich 69 Stück drinnen. Man sieht, das kleine Sackerl da ist wirklich komplett voll oder hauptsächlich mit diesen Dingern befüllt. Und jetzt werde ich es so machen, dass ich alles umbaue und dann kann dieser Iveco Turbostar endlich so aussehen, wie er eigentlich vom Old Only geplant war. Ich baue das jetzt schnell um und präsentiere dann euch, wie es am Ende dann aussieht. Los geht's! Bevor ich loslege, möchte ich noch kurz einen Überblick euch verschaffen, was alles umgebaut wird. Fangen wir gleich von oben an. Hier sieht man schon diese vordere Abdeckung hier. Das ist quasi die Schräge, es ist schon wieder ein Teil runtergefallen, die Schräge vom Dach hier vorne, die wird umgebaut. Da sind auch die falschen Pins drinnen, die sind quasi ein Drittel von der Länge her statt ein Viertel. Also das wird noch umgebaut. Es ist der Luftfilter hinten, der soll verkleidet werden mit Fliesen. Moment, das habe ich auch hier. Das wird alles umgebaut dann. Also hier kommen dann Fliesen rauf, so ungefähr, dass das alles ein schöneres Gesicht dann hat. Das hält aber mit diesen Pins leider nicht sehr gut. Hier unten unter dem Kotflügel, da kommt noch diese Dreierfliese hin, hält aber auch nicht mit diesem Pin. Da bei dem Aufstieg hier, ich versuche da rein zu zoomen, so, hier sieht man schon, das steht, das ist ein, ich sage immer Kanalgitter dazu, das steht sehr weit ab und wenn man da jetzt die kürzeren 1 Viertel Pins reingibt, dann sitzt das wieder so, wie es eigentlich gehört. Ebenso
hier bei den Rädern werden auch die kürzeren Pins dann reingesetzt. Vorne, ups, jetzt ist mir der Fokus wieder abgeschmiert. Vorne, wo die Scheinwerfer reinkommen, kommen auch andere Pins rein. Bei der Nummertafelhalterung dasselbe, hier sieht man sie steht ein wenig ab, kommen auch kürzere rein. Hier auf der Seite, da kommt auch noch ein kürzerer rein. Das hier der Abschluss dann, schauen, ob ich es herzeigen kann. Oh, leider, das fällt runter. Hier kommt nämlich dieses Teil noch drauf, hält auf diesen Pin auch nicht richtig. Und hier auf der Seite, da wo die Lüftung ist, die Belüftung der Kabine, da kommen solche wieder Kanalgitter rauf und das hält dann alles mit den kleineren und kürzeren 1/4 Pins dann besser. Hinten bei der Stoßstange, da soll noch eine Beleuchtung, also die Rücklichter hinkommen, hier und hier. Da werden auch die Pins ausgetauscht. Hier das Rücklicht mit Nummertafel. Ja, es gibt einiges zu tun. Gehen wir es an. So, der Umbau ist beendet. Was habe ich alles gemacht? Fangen wir von vorne an. Es ist jetzt so, dass die Lichter, die Frontscheinwerfer endlich halten drinnen in ihren vorgesehenen Öffnungen. Also man kann ihn jetzt kippen, wie man möchte. Es fällt jetzt nichts mehr raus. Das ist mal super. Also die Lichter haben jetzt endlich ihren angesehenen haltbaren Platz bekommen. Die Nummerntafel, die steht nicht mehr hervor, fällt auch nicht herunter. Unten hat es ja eine 1x8er Fliese gegeben. Diese hier, die gefehlt hat, die habe ich auch nachbekommen. Da auf der Seite dieser kleine Slope hier und die zwei 1x1er, die haben auch nicht richtig gehalten hier. Die waren auch auf den 1/3 Pin und man sieht, jetzt funktioniert das auch. Es hält, es ist auf dem richtigen Pin drauf. Die Aufstiege hier, muss ich kurz drehen, das sind die Kanalgitter, sage ich immer dazu, diese hier meine ich. Die sind jetzt auch so wie es gehört, richtig drauf, fallen auch nicht mehr runter. Hier diese zusätzliche 1x3er Fliese, warum das die hier drauf kommt, weiß ich nicht, vielleicht ist das im Original auch so. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ob das so gehört, aber die passt auch. Dann, wenn wir schon hier sind, hier sieht man auch viele 1/4 Pins bei den Rädern. Die stehen jetzt auch nicht mehr so weit raus. Das passt jetzt auch optisch. Oben beim Dach, die Schräge hier, die liegt jetzt auch gut an den Liftarm. Was haben wir noch? Die andere Seite natürlich detto. Die Belüftungsgitter hier an der Seite, die halten jetzt auch richtig, sind auch nicht abstehend. Das passt auch. Was haben wir noch gehabt? Kurz überlegen. Ja, ja, hinten die Rücklichter. Hier, diese zwei, die halten jetzt auch. Und jetzt macht es wieder richtig Spaß, das Ganze. Oh, den habe ich noch vergessen. Luftfilter hier oben. Der ist jetzt schön verkleidet. Da sieht man fast nichts mehr. Andere Seite auch. Da sind jetzt Fliesen drauf gekommen. Und das hat jetzt auch wieder ein schönes Gesicht. Gut, somit ist alles gut geworden am Ende. Leslie hat sich wirklich bemüht, muss ich dazu sagen. Die waren sehr nett, waren bemüht, alles richtig zu machen. Sie haben auch einige Verbesserungen im Bauplan einfließen lassen, damit solche Sachen eben in Zukunft nicht mehr passieren. Mir ist noch was eingefallen. Es hat ja noch beim Kran hinten der Haken gefehlt. Der ist jetzt auch dabei.
Der war ja, wie ich schon mal erwähnt habe, der Bauplan ist ja in 3 Teile aufgeteilt und LESD hat sich, so meine ich zumindest, am großen zusammenfassenden Bauplan gehalten bei den Teilen und da ist der Haken leider nicht angeführt. Aber beim kleinen Bauplan, wo der Kran extra angeführt ist, da ist er dabei. Ja, wie gesagt, LESD hat sich wirklich sehr bemüht, hat auch so schnell wie möglich die Teile nachgeliefert und wie gesagt, es ist im Bauplan jetzt auch alles verändert worden und ich denke mal, jetzt kann man getrost dieses Modell mal zumindest erwerben und Spaß dran haben. Gut, das war's zum Update-Video des Iveco Turbostar von LESD mit der Mok Nummer 107-350, 190-42. Ich sage so gern, weil das so cool ist. Der Mokka war der Old Only, hat eine gute Arbeit gemacht hier. Bin begeistert. Ein kleines, sehr technisches Set. Es hat sehr viele Funktionen, aber schaut dazu bitte, den es interessiert, mein Aufbauvideo an, meine Aufbaudilogie. Mir bleibt hiermit nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen und war wieder informativ. Ich wünsche noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.